alle zusammen. Heute möchte ich euch Symbol der koreanischen Küche Kimchi-Rezepte vorstellen. Kimchi ist ein Sammelbegriff für Gemüsegerichte, die gesalzen, gewürzt und fermentiert ist. Aus eingelegtem Gemüse gibt es hunderte von Kimchi-Sorten in Korea. Heute mache ich die klassischen, häufigsten Kimchi-Rezepte mit Chinakohl und Rettich und Frühlingszwiebeln und Karotten für die Farbe, so ganz grob gesagt. So, seid ihr bereit? Dann geht es los. Den dicken weißen Teil des Chinakohls längs halbieren. Dann langsam von Hand auseinanderziehen. Tun Sie das Gleiche für jede Hälfte Vierteln zu zerlegen. Die geschnittene Chinakohl tunken Sie ins Wasser, dass das Salz gut zu Chinakohl haften können. Und dann salzen Sie gut zwischen den Chinakohlblättern, besonders obere Strunk. Die sind sehr hartnäckig. Die Salz sollte dabei dem Chinakohl das Wasser entziehen. Es ist auch sehr wichtig, welches Salz man benutzt. Ich empfehle es Ihnen, Meeressalz oder Kristallsalz aus Tibet. Und die gesalzene Chinakohl mindestens 4 Stunden, Zimmertemperatur, also nicht im Kühlschrank, kalt gestellt werden lassen. In der Zwischenzeit können wir die Kimchi-Paste vorbereiten. Dafür brauchen wir 300 ml Wasser in einem Topf, dazu 2 Esslöffel Klebreismehl. Das wird dann im kalten Zustand verrührt, bis die Klumpen sich gelöst haben. Und dann aufkochen. Dabei natürlich immer wieder umrühren. Es dauert ganze ca. 5 Minuten. Und dann, es muss kurz abkühlen lassen. In der Zwischenzeit können wir andere Zutaten vorbereiten, die auch noch in die Paste reinkommen. Heute habe ich Kohlrabi, aber weißer Rettich wäre originalgetreu. Geschmacklich keine großen Unterschiede. So, es wird Kohlrabi und dann Karotten werden so feine Streifen geschnitten. Und das nennt man auch Julienne-Style. So. Sie können so schneiden, wie Sie möchten, aber das wäre auch sehr hübsch. Und Frühlingszwiebeln schräg geschnitten. Ja, manche Leute benutzen so normale Zwiebelknollen, aber wenn Sie Frühlingszwiebeln bekommen können, geschmacklich besser. Und ja, für die Augen, für die Schönheit, rot und grüne frische Paprika. Aber es ist optional. Ich hatte zufällig in meinem Kühlschrank. Asiatische Birne, das ist besser als Zucker zu benutzen. Das hilft der Fermentation, so damit gute Bakterien zu vermehren. Und wenn Sie es nicht finden, Sie können auch europäische Birne benutzen und dann einige Knoblauch und Ingwer rein und dann Mixer klein hacken. Jetzt kommt auch gekühlte die Paste und der Paprika und Fischsoße und die zerhackte Birne und Knoblauch, Ingwer zusammen gemixt, dass es gut aussieht. Und dann jetzt kommt die geschnittene Gemüse dazu. Und dann nochmal vermengt man zusammen. Hier seht ihr auch das Wasser so viel rausgekommen ist. Und der Chinakohl oben die Strunk ist biegsam und es bricht nicht. Das heißt, in Korea sagt man, Chinakohl ist gestorben, sowieso da. Und nächsten wichtigen Schritten sind die 4 Stunden eingelegte Chinakohl gründlich auswaschen. Zu viel Salz ist ja bekanntlich nicht gesund. Daher ist es wichtig, gut abwaschen. So, jetzt wird ernst, es geht ans Eingemachte. Ich würde jedem empfehlen, Handschuhe zu tragen. Aber ich möchte ohne. Ich fühle es gern direkt zu spüren in meiner Hand. Nimm ein paar abgetropfte Kohl von dieser wunderbaren Paste so
in die einzelnen Lagen rein und damit bestreichen und befüllen und natürlich auch zwischen den Blättern gehen und überall gut mit Kimchi-Paste bedecken. Dann wickeln wir das Kimchi möglichst kompakt zusammen, dann füllen wir das in ein Glas. Wir müssen ganz gut Kimchi drücken, dass die Luftbläser rausgehen. Und es ist sehr, sehr wichtig, unbedingt 2-3 cm Freiraum zu lassen. Während der Gärungsprozess Kimchi-Saft könnte überschwappen. Dann gut verschließen. Es braucht ein wenig Erfahrung und Management und Sie werden den Dreh rausbekommen. 2 Tage später öffne ich den Deckel des Kimchi-Containers. Sie können einige Blasen mit vielen Flüssigkeiten sehen oder vielleicht Säuregerüche. Das bedeutet, dass es bereits fermentiert ist. Es ist schon faszinierend, wie ein ganzes Volk einem einzigen Lebensmittel so viel Aufmerksamkeit schenkt. Vor allem, wenn es sich dabei um fermentierten Kohl handelt, der in seiner ältesten Form bis zu 3 Jahre alt sein kann und dessen Geruch für westliche Nasen eher gewöhnungsbedürftig ist. Aber es ist schon eine große Sucht, wenn man diesen Geschmack spürt. Ich hoffe, dass ich euch dazu inspiriert habe, selbst Kimchi zu machen. Und wir sehen uns bald wieder und würde ich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren. Annyeong!